Hallo, heute geht es mal um die Warmwasseraufbereitung über PV-Überschuss. Wer kennt das nicht? Du hast eine PV-Anlage, schöner Wintertag, Sommertag, was auch immer, Sonne knallt, viel Energie kommt vom Dach, geht in den Wechselrichter, Haushalt verbraucht nicht viel und der Smart Meter sagt, okay, also der Energiemeter von der PV-Anlage sagt, okay, ich habe Überschuss, was können wir machen? Heute gehen wir speziell jetzt auf die Warmwasseraufbereitung. In dem Fall bei uns ist es jetzt so, wir haben eine Fronius-Anlage, dementsprechend haben wir uns einen Ohmpilot geholt und bei Amazon einen Heizstab, also nichts Besonderes, ganz normalen Heizstab. Der wurde in die Revisionsöffnung von unserem Warmwasserspeicher beim Weiland Warmwasserspeicher eingebaut, also unten eine Flansch dran und dann, wenn alles gut geht, kriegen wir ein bisschen Warmwasser raus. Und das schauen wir uns jetzt an. Dann starten wir mal los. Wir brauchen einen schönen sonnigen Tag. Und da ist er schon. Sehr schön. Also, Energie kommt und die müssen wir für uns verbrauchen. Also starten wir den On-Pilot und lassen Warmwasser machen. Und hier sehen wir schon, er nimmt es sauber während der Zeit, wo auch Sonne geliefert wird. Hier war er wohl schon fertig gegen 11 Uhr. Wir schauen uns die Temperaturen gleich noch an. Und hier hat er dann wohl noch einmal nachgeladen, weil dazwischen wohl die Temperatur unterschritten wurde und Überschuss war. So, lassen wir die Produktion mal weg und schauen uns die Temperaturen an. Wie schnell steigt das Ganze? Gestartet hat das Ganze um ca. sagen wir 7 Uhr. Gehen wir mal auf 7 Uhr, so auch hier bei ca. 16 Grad. Und dann schauen wir mal, Zieltemperatur war eingestellt 52 Grad, wie schnell er das erreicht. Und wir haben 52, es ist, Moment, 52, 11:05 Uhr. Das heißt, von 7 bis 11:05 Uhr, 4 Stunden hat er benötigt, um das Warmwasser mit einem 2,5 kW Heizstab von 16 auf 52 Grad zu heben. Wie man sieht, er war eigentlich permanent auf Last. Da war nicht wirklich irgendwo wo eine Wolke käme oder sonstiges, das es einbricht. Er hatte permanent seine Last von 2,5 kW, hat es geschafft, in 4 Stunden 52 Grad zu machen. Noch ein Thema, was ich aufgegriffen habe, war Legionellen. Es wurde immer gesagt, alles unter 60 Grad, das ist nichts, das sind immer nur Probleme, Legionellen, Legionellen hier und da. Ähm, Wir haben uns dann beraten lassen von diversen Wasserexperten und so. Und wenn der Speicher täglich einmal umgewälzt wird, sprich das gesamte Wasser wird aufgebraucht, das heißt, man macht nur diese Temperaturen, die man benötigt, um den Haushalt zu versorgen, also die Familie, damit sich alle gewaschen haben und so weiter, dann ist das alles kein Problem. Normalerweise mit der Wärmepumpe wird bei uns auf 45 Grad eingestellt, weil alles drüber ist einfach unnötig in unserem Verbrauch. Wir sind 4 Personen, 2 Erwachsene, 2 Kinder. Am Ende man sieht, man geht dann duschen und er ist dann wieder kühl. Und von dem her verbrauchen wir unser Warmwasser täglich und deswegen haben wir auch kein Problem mit Legionellen. Aber es sind so die Mythen, wo es heißt, man muss auf das raufheizen, man muss sterben, Leute. Mehr muss man gar nicht. Eine kurze Anmerkung noch bezüglich des Heizstabs. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung oder sonstiges. Reine Erfahrung, die ich irgendwie oder schmerzhafte Erfahrung, die ich machen musste. Nach 5, 6 Jahren ist der erste Heizstab, sage ich mal, kaputt gegangen. Und ich denke, und ja, da hat mir auch der Installateur so gesehen recht gegeben, es ist ein bauseitsbedingtes Gebrechen, könnte man sagen. Wie ihr seht, da ist ein Gehäuse drumherum und da ist keine Lüftung drin oder keine Öffnung, wo eventuelles, und jetzt sage ich mal, Kondenswasser entweichen kann. Warum sollte da drin verdammt nochmal Kondenswasser auftauchen? Folgendes. Hier ist es in den Boiler oder in den Warmwasserspeicher oder Heizwasserspeicher, was auch immer ihr beheizen wollt, die Schraubverbindung. Da schraubt sie es rein in den Flansch. Und hier gibt es immer einen Kalt-Warm-Effekt. Und wo es einen Kalt-Warm-Effekt gibt, da gibt es Kondensat. Dementsprechend fängt es an zum Kondensieren. Und hier ist jetzt das Gewinde.
Sprich, hier drinnen im Gehäuse entsteht ja auch Hitze in die Heizstäbe rein und da ist dieses Kondensat und es sammelt sich unweigerlich einfach in diesem Gehäuse drin. Das heißt, Strom, Kondensat, schlecht. Was ist passiert? Kurzschluss. Das Ganze hier drinnen hat, wie soll ich sagen, angefangen zum Oxidieren und dementsprechend gab es dann einen Kurzschluss. Und nach 5, 6 Jahren war so ein 160, 180 Euro Heizstab kaputt, was nicht hätte sein müssen. Der Installateur gab mir dann einen guten Rat, weil ich gesagt habe, hey, da bräuchten wir irgendwo Lüftungsschlitze dann oder so. Wenn da Wasser sich sammelt, müssen wir ja irgendwie etwas Abhilfe schaffen. Und er sagte, ja, normalerweise ist es so, wenn er mit den Kunden reden kann und so weiter, dann sagt er ihnen, hey, macht ein paar Löcher rein. Oben vielleicht 2 kleine Bohrungen, sodass Luft zirkulieren kann. Dann passiert sowas schon mal nicht. Oder sein Rat war, dass ich ihn schräg einbaue oder einbauen lasse. Das heißt, dass die unten eine Kante nach unten schaut und dann macht man unten eine ganz kleine Auffräsung. Jetzt nicht so, dass man mit den Fingern reingreifen kann oder so, ne? Man soll ja nicht in den Stromkreis geraten. Sicherheit geht vor, aber dass zum Beispiel oben eine kleine Öffnung ist, unten eine kleine Öffnung ist, damit Luft zirkuliert, damit auch Feuchte, sofern sie vorhanden ist, entlang des Gehäuses schon runterrinnen kann und runtertropft. Ich habe das jetzt seit knapp 2 Jahren in Betrieb so. Ich habe unten eine kleine Auffräsung gemacht, oben sind ein paar Bohrungen drin, ganz kleine, so 3 mm, 4 mm reicht schon. Und da ist kein Tropfen, gar nichts ist drin, super tolle Zirkulation der Luft, kann ich nur empfehlen, würde ich unbedingt machen. Ansonsten geht durch das Kaltwarm, durch das Kondensat euer Heizstab viel zu schnell kaputt. Es ist wirklich schade darum, es ist viel Geld. Für alle, die Interesse an den Verlusten haben, habe ich auch einen interessanten Chart, wo man sehen kann, am 23.12.24 sind wir nämlich in der Therme gewesen, da haben wir zu Hause nicht geduscht, ergo haben wir von dem erwärmten Warmwasser nicht wirklich viel verbraucht. Da geht es dann auf 46 Grad, das ist normalerweise unsere Standardeinstellung, 44, 45, 46 und dann haben wir es nicht gebraucht. Und jetzt sieht man von 11 Uhr, sagen wir 45, sagen wir 12 Uhr, ist ja egal, bis Mitternacht, also 12 Stunden, haben wir von 46 auf 40,7, also haben wir 41 Grad verloren. Das sind schon mal respektable 5 Grad. Und dann geht es weiter bis in der Früh. Moment, der ladet. Haben wir nochmal von den 40,7 oder 40,6 runter auf 38,5. Das heißt, wir haben knappe 8 Grad verloren. Und zwar von 12 Uhr mittags bis 8:30 Uhr in der Früh des nächsten Tages. Und ja, dann wurde wieder nachgeladen. Ach ja, das ist ein beheizter Raum, wo der Warmwasserspeicher steht. Es ist der Technikkeller und hat 24 Grad Fußbodenheizung. Ja, ich finde, die Verluste sind schon gar nicht mal so ohne.